Hallo liebe Hühnerfreunde! Heute möchte ich euch zeigen, wie ich eine Voliere baue, und da macht es auch nicht viel Unterschied, ob wie in meinem Fall für meine Wachteln oder ob ihr die Voliere für Hühner baut. Das Material ist schon gekauft. Wichtig ist das Lärchenholz, das Volierengeflecht und die Erdanker. Hier auch gleich ein Tipp von meiner Seite: Dieses Lärchenholz mit 7 x 4 cm kostet in 4 Meter Länge 10 Euro und in 2,5 Meter Länge 8 Euro. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, langes Holz zu transportieren, ist es meistens von Vorteil, das längere Holz zu kaufen, um so Geld zu sparen. Heute im ersten Teil wird es um den Aufbau von der Voliere gehen und den Bau der Tür. Dann wird es noch einen zweiten Teil geben, bei dem geht es dann um den Stall und um die Einrichtung. Also, ich wünsche euch viel Spaß! Zuallererst benötigen wir die Positionen von den Erdankern. In meinem Fall wird die Voliere 4 Meter lang und 2 Meter breit. Ich habe mir hier einfach so einen 4 Meter Staffel ausgelegt und messe mir jetzt ca. 1,80 Meter aus, da ja das Dach etwas schräg wird und ich somit mit den 2 Meter Staffeln auskomme. Hier richte ich die Erdanker mal grob aus, 2 an den Außenseiten und einen genau in der Mitte. Jetzt werden die Erdanker genau eingerichtet. Hier benutze ich einfach eine Wasserwaage und alle 3 bis 5 Schläge kontrolliere ich nochmal nach. Hier wirklich darauf achten, dass die Erdanker gerade in die Erde gehen, da man sich bei den folgenden Schritten einfach leichter tut. Jetzt schneide ich mir die Staffel zurecht, genau in der Hälfte mit 2 Meter. 3 Stück brauche ich in meinem Fall. Dann werden die 3 Staffeln noch in die Waage gerichtet. Hier helfe ich mir etwas mit solchen Keilen. Und jetzt werden sie nur noch angeschraubt. Alle 3 Staffeln sind eingerichtet und angeschraubt. Und jetzt fange ich auf einer Seite an, mir die gewünschte Höhe anzuzeichnen. In dem Fall nehme ich 1,90 Meter, damit ich in der Voliere schön gehen kann, und schneide mir den ersten Staffel zurecht. Dann übertrage ich dieses Maß vom ersten Staffel auf die anderen Staffeln und schneide auch diese ab. Jetzt kann ich den 4 Meter Staffel oben platzieren und ich kontrolliere hier noch, ob er irgendwie in eine Richtung durchhängt, und könnte das somit dann noch ausgleichen. Damit das Holz beim Schrauben nicht aufreißt, kann ich euch empfehlen, hier immer vorzubohren, und somit gehen auch die Schrauben viel leichter ins Holz. Und wenn der Querbalken fertig angeschraubt wurde, können wir uns an die Dachkonstruktion machen. Ich habe hier den Vorteil, dass ich auf der anderen Seite einen Zaun stehen habe, den ich benutzen kann. Falls ihr eure Voliere auf einer freien Fläche aufbauen möchtet, müsst ihr die ersten Schritte einfach wiederholen und auf der anderen Seite dasselbe machen. Auf diesen Staffeln wird dann später das Dach aufgesetzt. Und hier kann man sich auch noch etwas helfen, wenn eine Seite etwas schief geraten ist, kann man somit diese Seite noch etwas gerade richten. Diese stehenden Staffeln verbaue ich in meinem Fall nur für die Optik, da für die Stabilität der Zaun durchaus reichen würde.
Und wie gesagt, kann ich mir jetzt mit der hinteren Seite noch etwas helfen, falls ich etwas aus der Waage bin. Jetzt noch angeschraubt. Und fertig. Als nächstes machen wir uns an die Staffeln beim Boden. Hier dasselbe Prinzip, nur an der hinteren Seite muss ich mit Winkeln arbeiten, da ich hier nicht mehr zum Schrauben komme. Hier sieht man, wie ich mir den Staffel anzeichne, dann wieder vorgebohrt und angeschraubt. Das Grundgerüst ist soweit fertig, schön stabil gebaut, und als nächstes werde ich jetzt noch 4 Streben in der Mitte einbauen, einfach um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Halt zu geben. Und hier auch noch ein kleiner Tipp: Am besten die Mittelstreben so richten, damit der Volierenzaun, in meinem Fall 1 Meter breit, genau reinpasst. Da hat man den Vorteil, dass man nachher nicht so viel schneiden muss und gegebenenfalls nur auf der anderen Seite schneiden muss. Jetzt werden die ganzen Mittelstreben eingebaut. Von der oberen Seite kann ich immer schön schrauben. Bei der unteren Seite geht das leider wieder nicht. Hier muss ich mir mit Verbindern helfen. Als nächsten Schritt beginnen wir mit der Tür. Beim Ausmessen der Tür müsst ihr darauf achten, an allen Seiten zu messen. Somit könnt ihr kleine Unebenheiten gut ausbessern. Für den Türrahmen benutze ich wieder Lärchenholz, diesmal Lärchenbretter. Und hier auch gleich eine Premiere. Meine Kinder wollten auch unbedingt mal bei einem YouTube-Video mitwirken. Hier hilft mir gerade mein Sohn, der sich auch schon sehr geschickt anstellt. Und auch meine Tochter hilft mir auch immer wieder sehr gerne beim Arbeiten und stellt sich auch schon sehr geschickt an. Ich finde das übrigens wichtig, auch die jungen Kinder an dem Handwerk schon teilhaben zu lassen. Und es dauert natürlich für mich meistens länger, wenn sie mir helfen, aber es ist es auf jeden Fall trotzdem wert. Bei den Zwischenräumen schraube ich auch noch Bretter dazwischen, um dem Ganzen noch etwas mehr Stabilität zu geben. Und als nächstes kommt auch schon der Volierendraht zum Einsatz. Hier einfach festklammern und den Volierendraht kann man sehr gut mit einer Blechschere schneiden. Somit kommt man viel schneller voran. Jetzt noch alles fertig befestigen und somit ist der Türrahmen fertig. Dann kommen noch die Scharniere und jetzt schauen wir mal, ob sie passt. Ich habe mir unten diese weiße Platte aufgelegt, damit die Tür etwas in der Luft hängt, und jetzt wird sie nur noch befestigt. Ihr müsst hier darauf achten, dass ihr auf allen Seiten, oben und unten und links und rechts, überall ca. 1 cm Spalt habt, da das Holz natürlich im Laufe der Zeit arbeitet und ihr so nicht ständig nachschleifen und nachschneiden müsst. Jetzt bringe ich auch schon einen Volierendraht innen an. Hier habe ich mir oben so Schrauben reingeschraubt, damit man das auch toll alleine bewerkstelligen kann. Und jetzt festgeklammert und dann kann ich die Schrauben wieder rausdrehen und bei der nächsten Wand benutzen. Zusätzlich grabe ich den Volierendraht noch ca. 10 cm in die Erde ein, einfach damit sich der Fuchs oder der Marder nicht durchgraben kann. Und natürlich, wenn ihr hier noch tiefer gehen könnt, umso tiefer, umso besser. Hier habe ich mir eine Schiefer eingezogen. Da wäre es natürlich von Vorteil, wenn man sich bei solchen Arbeiten
Handschuhe anzieht. Jetzt nur noch festklammern und fertig. Das war's mit dem ersten Teil. Ich werde jetzt weitermachen und die ganzen Wände und den Boden fertig machen. Und ich denke, dass dieses Video ein recht guter Anhaltspunkt ist, wie man eine stabile Voliere bauen kann. Diesen Bereich hier habe ich noch freigelassen. Hier kommt dann noch mein Stall rein und der wird dann noch verkleidet. Beim Dach bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich mache. Ich denke mal, ich werde im hinteren Bereich die Hälfte mit Siebdruckplatten abdecken und die andere Hälfte einfach mit dem Gitter, damit sie auch etwas Regen abbekommen und mal schauen, ob das funktioniert. Falls es nicht funktioniert und falls es zu nass ist für die Wachteln, kann ich ja noch immer Siebdruckplatten auf das Dach geben. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!